Sag mal, fahren wir morgen eigentlich zusammen zu den Brandes? Ich fürchte, ich kann nicht mitkommen. Was? Susannes Vater will sich bestimmt bei dir bedanken. Du hast ihm immerhin mit deiner Blutspende das Leben gerettet. Ich weiß wirklich nicht, ob ich es einrichten kann, Carla. Arno würde sich bestimmt freuen. Ja. Na gut. Nacht. Schlaf schön. Wir müssen Ansgar helfen, er ist unschuldig. Ihr wisst doch genau, dass er noch nie was mit Drogen zu tun hatte. Was grundsätzlich nicht ausschließt, dass er sie geschmuggelt hat. Wenn es ums Geschäft geht, war Ansgar noch nie besonders zimperlich. Heißt das, ihr zweifelt an seiner Unschuld? Ansgar hat nicht ganz unwesentlich dazu beigetragen, dass man so ziemlich an allem zweifelt, wo er seine Finger im Spiel hat. Ja, natürlich, er hat Mist gebaut, aber er hat jetzt einen Sohn. Und diese Verantwortung nimmt er verdammt ernst. Das müsst ihr doch gemerkt haben. Leider ist der Kleine das einzig Positive, das Ansgar in letzter Zeit verbracht hat. Das heißt also, ihr gebt ihm keine zweite Chance. Gesetzt den Fall. Ansgar hat nichts mit dem Kokain zu tun. Wer glaubst du, hat es ihm untergeschoben? Tanja von Anstetten, wer sonst? Sie will das Sorgerecht für den Kleinen zurück und das mit allen Mitteln. Also, ich sehe keinen Grund, mich für ihn einzusetzen. Nicht nach dem, was er unserer Familie angetan hat. Ich stoße auf euch alle an und danke euch nochmal für alles, was ihr die letzten Wochen für mich getan habt. Prost. Wo steckt Paul eigentlich? Ich glaube, auf seinem Zimmer. Ich hol ihn. Hältst du bitte mal? Das ist bestimmt Nico. Hey, hi. Wir stoßen gerade auf Arno an. Nico, du kommst wie gerufen. Danke. Auf dein Wohl. Auf deins. Hast du die Bilder mit? Ja. Zeig her. Sind sie gut geworden? Was für eine Frage. Nico ist eine fantastische Fotografin. Zum Glück konnte ich Nico davon überzeugen, mit einer professionellen Ausbildung bis nach dem Abitur zu warten. Was nicht ganz einfach war. Oh. Was machst du denn in Lisas Zimmer? Meine CD wiederholen. Wir feiern Arnos Rückkehr. Willst du nicht wenigstens mit ihm anstoßen? Nee. Was ist denn mit dir passiert? Nicht jetzt, okay? Ich erklär's dir morgen. Ja, ist gut. Paul? Hast du schon Antwort auf den Brief? Das war der größte Schwachsinn, den ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Dieser Brief? Sie empfindet nichts für mich, gar nichts. Wahrscheinlich habe ich mir die ganze Zeit nur was vorgemacht. Und ich habe dir auch noch dazu geraten. In Zukunft kannst du dir solche Ratschläge sparen. Ich werde mich so schnell nicht mehr verlieben. Mir reicht's erstmal. Und ich habe immer gesagt, Johannes, an die Angel gehören frische Köder. Er hat überhaupt nicht auf mich gehört. Und nachdem nicht einmal ein Stichling anbeißen wollte, habe ich natürlich klein beigegeben. Dann habt ihr euch ja richtig gut verstanden. Ja, natürlich. Nee, mit Englisch habe ich nicht so ein Problem. Mathe ist mein Horrorfach. Bei mir ist es eher umgekehrt. Sorry. Kein Problem. Hallo? Andi. Ach, was hat Mr. Ed denn? Das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, aber ich hatte nie vor, dich zu erpressen. Wirklich nicht. Was ist denn jetzt mit deinem Praktikum? Das habe ich abgesagt. Johannes hat recht. Erst das Abitur und dann die Ausbildung. Also Nico, du musst wissen, was du tust. Das ist dein Leben. Aber von mir wird Johannes nichts erfahren.
Oh, jetzt stell dich nicht so an. Wenn du was von mir willst, sag ich auch nie nein. Das ist mir aber neu. Ich habe keinen Bock wegzugehen. Ich gebe dir auch Kakao und Donuts aus. Wir haben gerade erst gefrühstückt. Ist aber gut gegen Liebeskummer. Komm, das können wir beide doch gebrauchen, hm? Na gut, du gibst ja sowieso keine Ruhe. Na, was habt ihr vor? Ach, nichts Besonderes, 19 Uhr Limits. Ach, da kann ich euch hinbringen. Auf dem Weg in Schneiders komme ich da vorbei. Geht schon mal vor. Ich hab oben noch was vergessen. Ich gönne Natalie ihr Glück von Herzen. Auch wenn er ein arroganter Idiot ist. Eine Frau, die liebt, verzeiht einem Mann alle Fehler. Ja, du hattest ja vorhin recht. Ich bin ein Angeber. Ich bin unsensibel. Ja, natürlich hatte ich viel zu viel Angst, Susanne zu retten. Nur, dass du eins weißt, ich habe dich nie belogen und meine Gefühle für dich, die waren immer ehrlich. Das ist alles, was ich noch sagen wollte. Danke für die schöne Zeit und schade, dass es so enden musste. Leb wohl. Bernd? Ja? Warum kriegen die größten Blender immer die besten Frauen? Ich liebe dich. Glaubst du mir das jetzt? Ja, ich glaub dir. Du hast mich gerade zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Oh, übertreib nicht gleich wieder. Na gut, dann eben der zweitglücklichste. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich sowas das letzte Mal gemacht habe. Ich wünschte, ich wäre blind. Mein Ex. Immer wieder für Überraschung gut. Na, wo die Liebe hinfällt. Diesmal ist sie aber ganz schön hingefallen. Wo waren wir denn gerade? Kann es nicht immer so sein? Am besten, wir brennen einfach durch. Schon vergessen? Wir sind verheiratet. Ja, ich weiß. Warum laufen wir nicht einfach weg? Auf eine einsame Insel, bauen uns eine Bambushütte und trennen uns nie wieder. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber ja, ich weiß. Solange sich dein Vater nicht erholt hat, kannst du nicht von zu Hause weg. es macht dir nichts aus? Doch. Aber Arno hat dir das Leben gerettet. Da muss ich nur mal ein bisschen zurückstecken. Und außerdem sind wir ja bald eine richtige Familie. Und spätestens, wenn das Baby da ist, ziehen wir zusammen. Aber allerspätestens. Das heißt, wenn wir uns auf einen Vater für das Kind einigen können. Bevor du jetzt wieder mit Lars anfängst. Er wäre perfekt. Vergiss Lars. Ich habe eine Überraschung für dich. Hast du George Clooney überredet? Wer weiß, vielleicht hat er ja auch geschrieben. Wie geschrieben? Ich habe eine Suchanzeige aufgegeben. Du hast was? Ja, ich habe eine Anzeige aufgegeben und das hier sind die ersten Antworten. Gib her. Erst wenn du sagst, Carla, du bist ein Genie. Carla, du bist... Aber vielleicht ist der was, hör mal. Akademiker, in gesicherter Position, keine Erbkrankheiten. Ein Riese ist er nicht. Sei doch nicht so oberflächlich. Ein Gütiger. Ein Hobbit. So viel zu oberflächlich. Außerdem politisch korrekt heißt es vertikal herausgefordert. Ist doch ganz egal. Der Stöpsel kommt als Vater für unser Kind nicht in Frage. War das etwa schon alles? Oh, da ist noch einer. Oh, perverses Schwein. Was ist denn? Na, das willst du gar nicht wissen. Dann sind wir wieder bei Null. Ich glaube fast, wir finden nie den Richtigen. Lass uns noch einen Trink nehmen. Wer weiß, was uns heute Abend noch vor die Flinte läuft.
So. 2 Manhattan, die Ladies. Das war dann auch leider die letzte Runde, denn wir schließen gleich. Wir werden Sie nicht mehr lange aufhalten, Angelo. Danke. Angelo? Entschuldigung. Macht es Ihnen etwas aus, wenn Sie heute Kasse machen und abschließen? Wir beide sind schrecklich müde. Stimmt, das Bett ruft. Kein Problem. Auf mich können Sie sich ja verlassen. Das weiß ich doch, Angelo. Vielen Dank. Lars, wir sehen uns morgen. Ja. Ciao. Mach nicht mehr so lang. Oder graust es dir vor deiner Junggesellenbude? Gott, bin ich froh, dass du mich aus diesem Single-Dschungel rausgeholt hast. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Gute Nacht. Porca miseria, was für ein Dummschwätzer. Ja, da sagen Sie was. Es geht mich ja nichts an, was die Chefin privat macht, aber bei der Sache habe ich gar kein gutes Gefühl. Ich auch nicht. Bernd? Ich möchte ihn ja nicht verurteilen, aber Ich weiß genau, was du meinst. bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Meine Schwester hat bestimmt genug Lebenserfahrung. Aber bei den Männern, da setzt das manchmal aus. Und sie ist wirklich verliebt. Ich möchte einfach nicht, dass es sie verletzt. Soll ich mal mit ihm reden? Ich war schließlich mal mit ihm verheiratet. Würdest du das tun? Natürlich. Danke. Ein Espresso. Danke. 2 Langschläfer, bitteschön. Dankeschön. Dabei waren wir so früh wach. Meine Rede, Carpe Diem. Und wie gut wir den Morgen genutzt haben. Wo guckst du denn hin? Hast du schon wieder einen Vater für unser Kind entdeckt? Vielleicht. Nicht schon wieder Lars. Wieso denn nicht? Wie oft denn noch? Ich habe ihm die Liebe seines Lebens genommen. Da kann ich nicht von ihm erwarten, dass er sich als Vater für unser Kind zur Verfügung stellt. Aber das hat er dir doch längst verziehen. Ich habe doch gestern gesehen, wie entspannt ihr miteinander umgeht. Entspannt miteinander umgehen und gemeinsam für ein Kind sorgen. Dazwischen liegen Welten. Und warum fragen wir ihn nicht einfach? Themawechsel. Wenn du meinst. So. Ich muss dann los. Kriege ich keinen Abschiedskuss? Heute nicht. Du bist trotzdem eingeladen. Zu gütig. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich kann es dir mal erzählen, in Ruhe. Machst du mir bitte die Rechnung? Ja, klar. Ich habe vorhin mit Bernd gesprochen. Was hast du wirklich gemacht? Natürlich. Er schwört hoch und heilig, dass er Charlie liebt. Aber wer weiß? Naja, vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen misstrauisch. Ich meine, nach so langer Zeit kann ich überhaupt nicht beurteilen, was zwischen Charlie und Bernd ist. Wenn es dir hilft. Bernd hat sich kein Stück verändert. Ja, er scheint immer noch der Alte zu sein. Ansonsten hat sich ja einiges verändert, seit ich nach Hamburg gegangen bin. Schon komisch, euch plötzlich wiederzusehen. Deswegen war ich auch so unsicher, als wir uns getroffen haben. Ich hoffe nicht, dass ich den Eindruck vermittelt habe, dass ich irgendwas nachtrage. Nein. Susanne ist wunderbar. Trotzdem habe ich Hannah nicht vergessen. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. In meinem auch. Und niemand nimmt dir übel, dass du glücklich bist. Und ich am allerwenigsten. Obwohl, kann es sein, dass er euch vorhin gestritten hat? Oh, entschuldige. Geht mich nichts an. Nein. Du kannst es ja ruhig wissen. Susanne und ich, wir wünschen uns ein Kind. Wir können uns nur noch nicht einigen, wer der Vater sein soll. Natürlich wissen wir, dass es Samenbanken gibt. Aber wir finden, dass unser Kind seinen Vater kennen sollte. Ja, das stimmt. Das verkompliziert aber die Sache natürlich erheblich, ne? Ja, das kann man so sagen. Susanne hat sich auch schon einen ausgeguckt. Und dir gefällt der Kandidat nicht? Nein. Doch.
Also sagen wir mal so, es gibt da gewisse Probleme. Aha, klingt spannend. Wer ist es denn?